Hallo meine Lieben, manchmal wird ein Gemälde einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei dem war ich auch wirklich nicht zufrieden mit der Farbwahl und der Art, wie ich die Akzente verteilt habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich das heute mit neuer Power übermalen möchte. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Gemälde, was einen neuen Anstrich verträgt. Ich habe mir gesagt, ich packe das jetzt einfach an, habe mir schon meine Farben und meine schönen großen flächigen Pinsel bereitgelegt und habe jetzt auch richtig Lust, das zu übermalen und das Bild, was mir nicht gefallen hat, in was Positives zu verwandeln. Manchmal geht es einfach in die falsche Richtung und wir können uns nicht dagegen wehren. Es ist einfach so. Ich glaube, es ist auch Teil des kreativen Prozesses, dass man auch mal etwas nicht so Schönes vielleicht gestaltet, aber das Gute ist, man hat es ja immer im Gefühl, dass irgendwie was nicht stimmt oder dass was fehlt oder so oder dass einfach die Atmosphäre nicht richtig ist. Und ich denke, da sollte man einfach seiner Intuition trauen und danach gehen, was man in dem Moment für richtig hält. Ich glaube, beim Malen ist es sowieso wie im gesamten Leben, es geht mal bergauf und mal bergab und ich denke, man sollte sich einfach nicht davon entmutigen lassen, einfach an die Pinsel und ran und sich nicht dafür fertig machen, dass man vielleicht mal was nicht so gut hingekriegt hat oder so. Einfach immer wieder versuchen. Das ist das, was ich auch durchs Leben und durch die Kunst gelernt habe. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich kann natürlich nicht für jemanden sprechen, der wesentlich älter ist, aber trotzdem, auch in den paar Jahren habe ich schon einiges mitgenommen. Und es geht immer weiter und es gibt immer einen nächsten Schritt. Egal in welchem tiefen Loch man gerade ist, es geht immer nach vorne. Und das darf man einfach nicht vergessen. Es geht immer weiter. Jeder Tag ist ein neuer Anfang und so möchte ich das auch bei der Malerei sehen, auch wenn ich mal frustriert bin oder sonst wie. Ich glaube, ich hatte nämlich auch keine guten Gefühle, als ich dieses Bild gemalt habe. Ich hatte sehr viele negative Emotionen in mir und die sind dann leider auch auf der Leinwand gelandet irgendwo. Und heute habe ich positive Energie und jetzt geht's los. Die unterste Schicht, die ich übrigens angelegt habe, ist eine aus gebranntem Umbra. Das machen ja viele bei der Porträtmalerei zum Beispiel auch so, dass sie erstmal eine untere Schicht aus warmen Farbtönen erstellen. Habe ich jetzt einfach mal genauso gemacht, weil ich halt nicht möchte, dass das Bild am Ende irgendwie zu kühl wird oder so. Ich will aber trotzdem so eine schöne Wärme drin haben. Ich hatte mir letztens einen Short angeguckt, wo jemand den Tipp gegeben hat, dass wenn man seine Kunst verbessern möchte, insbesondere seine abstrakten Werke, dass man dafür sorgen soll, dass der Kontrast zwischen den ganz hellen und ganz dunklen Farbtönen nicht zu stark ist, also dass man den ein bisschen abmildert. Und mit den Gedanken im Hintergrund habe ich dann auch angefangen, dieses Bild zu malen. Ein anderer Tipp zur Verbesserung der eigenen Kunst ist, dass man die dunklen sowie auch die großen hellen Flächen, die man in so einem abstrakten Bild gestaltet, auch nochmal unterteilt in irgendeine Art von Struktur, also indem man eine andere Farbe unterlegt oder indem man halt mehrere ganz feine Nuancen mit einarbeitet, damit das nicht zu flach und zu flächig aussieht. Und ich versuche ja auch immer, meine Kunst zu verbessern und noch was dazu zu lernen und wende das an und sehe halt auch die positiven Ergebnisse. Also ich kann euch das einfach nur empfehlen, dass ihr das auch versucht. Gebt nicht auf, wenn ihr mal irgendwie frustriert seid, macht einfach weiter und bleibt beharrlich, weil irgendwann habt ihr es halt auch drauf. Also wenn ihr jetzt Anfänger seid, sage ich jetzt mal, dann ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich denke persönlich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man muss sich immer ausprobieren, man lernt im Laufe seiner Künstlerkarriere immer wieder was dazu und das wird wahrscheinlich bis ins hohe Alter so bleiben. Also das ist jetzt mal meine Vermutung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da was anderes denkt, aber
ich vermute mal, dass mir da jeder zustimmen würde. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sehr viele warme Farbtöne in so einem Bild hat, dass es dann auch immer ganz schön ist, wenn man auch was Helles, Kühles mit reinbringt. Deswegen habe ich da jetzt auch noch so ein leichtes Himmelblau mit reingebracht. Ich finde immer, das gibt dem ganzen Bild nochmal so ein bisschen Frische und überhaupt diese etwas sanfteren, abmattierten Töne, die so ein bisschen verschwommen aussehen, die geben dem ganzen Gemälde immer ein großes Stück Leichtigkeit. Was man auch immer sehr gut machen kann, ist, dass man etwas lasiert. Also hier habe ich zum Beispiel auch ein bisschen zu viel Braun aufgetragen und habe einfach mit so einem helleren bräunlichen Blau nochmal drüber lasiert. Also wirklich nur ganz leicht mit dem Pinsel drüber gestrichen. Und man kann auch ausprobieren, dass man mal so ein bisschen die Richtung des Pinsels wechselt, also vielleicht mal quer über die Leinwand malt, mit leichten Pinselstrichen, also wirklich so ganz sanft. Oder dass man einfach vertikal mal geht mit dem Pinsel, da kann man ja auch ganz viel ausprobieren. Hier arbeite ich mir auch noch mal so ein paar Zwischentöne ein von diesem ganz dunklen Ocker, ein bisschen mehr orangebraun. Und an dieser Stelle bin ich mit der Form nicht zufrieden, da werde ich jetzt auch noch mal reinmalen. Die Ecke war mir doch noch ein bisschen zu dunkel, die habe ich erstmal ein bisschen heller gemalt, genauso wie oben rechts. Und hier bin ich auch noch mal ein bisschen mit dem Pinsel rein und habe noch ein bisschen Himbeerpink ergänzt. Und diese kleinen Stellen möchte ich auch noch mal eben übermalen, damit die sich mehr in die Umgebung einfügen. Und ich glaube, so kann ich es jetzt auch lassen. Das Bild ist jetzt für fertig erklärt. Es heißt Beauty from Within
Und es soll halt einfach genau das darstellen, was ich am Anfang erklärt habe. Ich wollte etwas, was mir meiner Meinung nach etwas misslungen ist, in ein wunderschönes Kunstwerk mit Wärme und Ausstrahlung verwandeln. Und hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.